Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für Januar und Februar 2023. Ja, das Jahr ist schon wieder 2 Monate alt. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr und habt auch schon fleißig geplant. So wie ich zum Beispiel. Ich habe mir einiges vorgenommen hier an der Werkbank und auch draußen. Ich werde wieder ein bisschen mehr reisen und mir so einige Modellbauausstellungen anschauen, die ich früher noch nie besucht habe oder die ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Also das wird sehr spannend werden und da werdet ihr dann bei Zeiten natürlich hier auch was zu sehen bekommen hier auf dem Kanal. Dieses Frühjahr sieht es allerdings jetzt mit Messeterminen und Ausstellungen ein bisschen mau aus für mich persönlich. Es fänden zwar sehr viele Ausstellungen statt im Zeitraum März und April, aber da habe ich entweder keine Zeit oder die sind zu weit weg oder die Konditionen für die Ausstellung passen mir eben nicht. Kann ja alles sein. Deswegen habe ich da jetzt konkret noch keinen Termin für euch. Ich bin aber gerade noch am Schauen, ob ich nicht nach Ungarn fahren könnte. Und zwar findet in der Stadt Moson-Magyaróvár die berühmte Moson-Show statt am 22. und 23. April. Ja, das ist wahrscheinlich auf dem europäischen Kontinent mitunter die beste Show, die es zu dem Thema gibt. Und da möchte ich versuchen, dort zu sein und mir das eben anschauen. Ja, meine Pläne sind allerdings noch nicht fix. Das muss ich noch ein bisschen koordinieren. Deswegen kann ich da jetzt momentan noch nichts versprechen. Aber ja, sollte ich da hinfahren, werdet ihr ja dann mein Video sehen. Und vielleicht werde ich es auch noch auf meinem Community Hub dann eben auch entsprechend ankündigen. Werfen wir einen Blick zurück auf die Monate Januar und Februar, was da so geboten war. Anfang Februar hat wieder die Spielwarenmesse in Nürnberg stattgefunden. Da wollte ich ja eigentlich hinfahren und mich aus erster Hand wieder über die Neuheiten informieren. Habe dann aber im Vorfeld nochmal den Hallenplan studiert von der Modellbauhalle und war dann doch ziemlich ernüchtert, weil das ist schon ziemlich geschrumpft. Also das ist wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst, wenn ich mir da anschaue, was da alles an Ausstellern und Firmen vor Ort waren. Ja, fast schon erbärmlich eigentlich. Deswegen habe ich es dann auch bleiben lassen. Das hätte sich gar nicht wirklich gelohnt für mich, obwohl ja die Anreise jetzt gar nicht so weit ist, aber ja, das wäre einfach sinnlos gewesen. Deswegen habe ich es lieber bleiben lassen, habe die Zeit besser genutzt hier an der Werkbank. Da hatte ich, glaube ich, mehr davon. Aber es ist wirklich schade, das zu sehen, wie da der Modellbau zunehmend an Bedeutung verliert. Ich denke aber, die Modellbaufirmen an sich, die machen bestimmt sehr gute Geschäfte. Bloß für die ist halt die Spielwarenmesse nicht mehr relevant. Die werden wahrscheinlich andere Foren oder schlichtweg einfach das Internet benutzen, um da ihre Geschäfte anzuregen und abzuwickeln. Für die ist die Spielwarenmesse nicht mehr interessant, weil ansonsten, glaube ich, hat die Spielwarenmesse eigentlich kein Problem. Aber jetzt nur im Bereich Modellbau sieht es ziemlich schlecht aus. Also wird mich nicht wundern, wenn es in 3-4 Jahren eigentlich komplett erledigt ist, das Thema. Wesentlich sinnvoller war da mein kleiner Ausflug nach Ergolding. Da hat Mitte Februar ein Modellbauflohmarkt stattgefunden. Ergolding, das ist in der Nähe von Landshut, ist also von mir aus auch nicht der nächste Weg. Aber wenn man dann noch 2 Spätzeln ins Auto lädt, dann ist es erstens lustiger und zweitens kann man sich auch die Spritkosten teilen. Also das war wirklich ein super Ausflug. Wir waren ja nach wenigen Stunden eigentlich schon fertig, weil der Flohmarkt war jetzt nicht so gigantisch, aber es gab da doch ein paar interessante Sachen. Hab dann auch ein bisschen was mitgenommen natürlich, wie ihr sehen könnt, den ein oder anderen Bausatz, wirklich für günstig Geld, und ich habe auch noch ein paar Bücher gefunden und sogar ein Fotonetzteilset. Nur mal so zur Einordnung, der Panzer III von Dragon, gut, das ist zwar ein alter Bausatz, aber der hat nur 15 € gekostet, also das ist schon wirklich ein guter Preis. Oder auch der Marder 1 von Tamiya, 20 €. Also ja, das ist ja ein ziemlich neuer Bausatz, also das ist schon wirklich ein Schnäppchen. Und ja, also da kann man echt nichts sagen. Also da werde ich auf jeden Fall wieder mal hinfahren, sollte der Modellbauflohmarkt wieder mal stattfinden. In derselben Halle finden übrigens auch die bayerischen Modellbautage statt, organisiert vom Plastikmodellbauverein Erding. Ja, wie gesagt, Ergolding ist zwar nicht der nächste Weg, aber wenn man Zeit hat und Lust hat, kann man da auf jeden Fall vorbeifahren.
Dann haben mich in den letzten Wochen wieder 2 Spenden für den Bastelkurs des Ferienprogramms erreicht. Das ist natürlich immer schön, wenn der Kurs durch großzügige Spenden unterstützt wird. Leider muss ich jetzt vorübergehend zumindest einen Spendenstopp verkünden. Das Problem ist nämlich das, dass ihr großzügigen Leute wesentlich mehr spendet, als die Kinder in diesem zweitägigen Kurs bauen können. Und es hat jetzt dazu geführt im Laufe der Zeit, dass eben mein Bausatzlager wirklich an seine Grenzen gekommen ist. Ich habe da eine eigene Kammer unterm Dach, wo ich diese ganzen Bausätze für die Kinder einlager, und es ist jetzt wirklich ziemlich voll. Ich weiß dann einfach nicht mehr, wo ich es lagern soll. Und deswegen schweren Herzens möchte ich euch darum bitten, dass ihr mir jetzt vorläufig zumindest keine Bausätze mehr spendet. Zumindest per Post, weil ich möchte nicht, dass ihr da was bezahlen müsst für den Versand, und ich habe dann diese ganzen Bausätze und weiß gar nicht mehr, wo ich sie lagern soll. Also das möchte ich vermeiden, und ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür. Es gibt natürlich Ausnahmen. Wenn ihr mir die Bausätze in Person sozusagen überreicht, dann nehme ich die natürlich an fürs Ferienprogramm, oder wenn es ein Notfall ist und die Bausätze wirklich weg müssen, also bevor die irgendwie in der Mülltonne landen, nehme ich die natürlich an fürs Ferienprogramm. Aber ich möchte jetzt nicht, dass ihr Bausätze kauft und die dann per Post an mich schickt. Das wäre einfach nicht richtig. Also ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür, dass jetzt mal vorübergehend sozusagen Annahmestopp ist. So, jetzt aber zurück zu den Spenden, die mich erreicht haben in den letzten Wochen. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die erste Spende kommt vom Patrick. Den Patrick kennt ihr ja schon. Der hat bereits in der Vergangenheit schon sehr viele Bausätze für das Ferienprogramm gespendet. Ist wirklich enorm großzügig. Diesmal hat er mir hier einen Bausatz zukommen lassen, und zwar von Itellerie eine F490 im Maßstab 1:72. Ja, das kann er auch leicht tun, denn der Patrick lebt im Nachbardorf. Da trifft man sich öfter, und da kann er mir die Bausätze einfach in die Hand drücken. Ja, Patrick, vielen Dank. Super Unterstützung. Flugzeuge sind bei den Kindern einfach immer sehr beliebt. Ja, und die zweite Spende, die kommt vom Armin. Das kam auf dem Postweg zu mir. Das war allerdings ein Notfall. Die Sachen mussten weg, und ja, bevor es in der Tonne landet, nehme ich es natürlich an. Ja, und wie ihr sehen könnt, ein schönes Allerlei. Schiffe, Panzer und Figuren. Alle möglichen Maßstäbe und Hersteller, querbeet. Also das ist immer schön. Und dann auch noch für mich persönlich 2 Kisten mit diversen Restteilen von Figuren. Auch sehr gut und nützlich für mich persönlich. Kann ich dann einfach entsprechend eben ausschlachten, beziehungsweise ja, diverse Figuren von anderen Herstellern irgendwie ummodeln oder ergänzen. Also das ist immer ganz praktisch. Mein Ersatzteilfundus freut sich da natürlich. Ja, Armin, auch an dich ein großes Dankeschön für deine tolle Spende. Die Sachen bekomme ich in meinem Lager auch noch gut unter. Das sollte kein Problem sein. Und die Bausätze werden auf jeden Fall sehr gut bei den Kindern ankommen. Deswegen vielen Dank dafür, Armin. Schauen wir uns jetzt an, welche Projekte ich seit dem letzten Update fertigstellen konnte. Insgesamt ist es mir gelungen, 2 kleine Vignetten zu komplettieren. Die erste hier ist diese kleine Figurenvignette, die eben 2 römische Legionäre während der Schlacht am Harzhorn zeigt. Das war ja im vorherigen Update schon ziemlich weit fortgeschritten. Da war nicht mehr viel zu tun, nur noch ein paar letzte Details waren zu bemalen. Dann habe ich noch ein ganz dezentes Ölfarbenwash aufgetragen, um vor allem eben an den Rüstungsteilen noch die Details zu betonen. Und dann habe ich die Figuren auf dem Sockel befestigt, und das war's. Ich lobe mich ja ungern selber, aber die Vignette, finde ich persönlich, ist mir ziemlich gut gelungen. Also da habe ich keine Bedenken, die mal in irgendeinen Wettbewerb zu stellen oder auch überhaupt auf eine Ausstellung mitzunehmen. Ich denke, das macht einiges her, sehr dynamisch, und auch die Bemalung ist mir ziemlich gut geglückt. Lag aber auch dran, dass die Figuren wirklich super gut detailliert sind. Da muss man jetzt mit der Farbe nicht viel Tricks anwenden, damit es dann am Ende auch gut aussieht.
Das zweite fertige Projekt ist hier dieser Autoblinda AB41 der italienischen Kolonialpolizei in Nordafrika im Jahr 1942 bzw. 1943. Ja, im vorherigen Update befand sich das Ganze ja noch komplett im Rohbau und seitdem, wie ihr sehen könnt, habe ich das ganze Ding fertiggestellt. Da ging es vor allem um die Lackierung. Zuerst habe ich das Modell schwarz grundiert mit Revell Matt 9 Anthrazit, wie ich es eigentlich immer mache. Dann habe ich den Innenraum des Turms weiß gespritzt. Da gibt es von Life Color die passende Innenraumfarbe für italienische Fahrzeuge. Dann habe ich das Ganze abgeklebt und ja, außen das Fahrzeug nochmal komplett mit dunkelgrau lackiert. Das sollte nämlich die Grundlage bilden für das sogenannte Haarspray Chipping, also eben diese Lackschäden, die man eben mit dem Haarspray erzeugt. Das habe ich ja unlängst mal sehr effektiv bei einem Gebäude angewendet und jetzt wollte ich das Ganze mal auch auf ein Fahrzeug übertragen und da war eben hier dieser AB41 eigentlich eine ganz gute Grundlage dafür. Also habe ich das Modell mit einer dünnen Schicht Haarspray überzogen und darauf dann eben die eigentliche sandgelbe Farbe drauf gesprüht. Und im Anschluss daran konnte man dann mit einem befeuchteten Pinsel oder auch mit dem Zahnstocher eben diese Lackschäden herstellen. Das hat wieder sehr gut funktioniert. Diese Revell-Farben eignen sich eigentlich ziemlich gut für diese Haarspray-Methode, wie ich ja schon bei dem Haus bemerkt habe. Und von dem her, also vom Ergebnis her, ist es gut. Das hat aber in der Folge eben noch einige Probleme verursacht. Ich habe nämlich diese italienischen Flaggenabzeichen auflackiert und dazu war es eben notwendig, das abzukleben mit Klebeband. Und alle, die mit der Haarspray-Methode vielleicht schon mehr Erfahrung haben als ich, werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, denn das funktioniert leider mit der Haarspray-Methode nicht so gut. Denn als ich dann das Klebeband wieder entfernt habe, musste ich feststellen, dass an einigen Stellen eben diese sandgelbe Farbe doch relativ großflächig sich wieder gelöst hat. Und ja, das ist auf jeden Fall ein großer Nachteil von dieser Haarspray-Methode, dass eben das Haarspray als Zwischenschicht halt einfach nicht wirklich beständig ist. Ja, habe ich wieder was gelernt. So praktisch diese Methode auch sein mag, für meine Arbeitsweise ist die leider nicht sonderlich gut geeignet und daher werde ich in Zukunft solche groben, großflächigen Lackschäden wieder mit Humbrol Maskol herstellen. Diese Ausbesserungsarbeiten am Lack, war jetzt nicht so aufwendig, aber irgendwie halt unnötig und man will ja nicht zweimal die gleiche Arbeit machen müssen. Von dem her bin ich jetzt von der Haarspray-Methode nicht so begeistert. Ja, dann im Anschluss habe ich noch die Details bemalt und auch die Abziehbilder noch aufgetragen. Das waren ja selbst hergestellte Abziehbilder von einem Freund aus Frankreich. Der hat die mir zur Verfügung gestellt und die haben wirklich sehr gut funktioniert. Dann sollte das Modell natürlich auch noch ordentlich verstaubt werden, so wie es sich gehört für ein Fahrzeug, was in der Wüste unterwegs ist. Da konnte ich natürlich wieder wegen der Haarspray-Methode nicht meine übliche Technik anwenden, nämlich Erde aus dem Garten verdünnt mit Wasser, weil das Wasser würde ja den Lack zerstören. Daher musste ich hier mit der Airbrush arbeiten, also habe ich eben verschiedene Sandtöne eben mit der Airbrush so drüber genebelt, vorsichtig, und auch mit Pigmenten das ganze Ding noch weiter verstauben. Ist jetzt nicht so meine Lieblingsmethode, es hat funktioniert, aber das andere gefällt mir eben irgendwie besser. Deswegen, ein weiterer Nachteil eben von der Haarspray-Methode. Das funktioniert einfach für meine Arbeitsweise nicht so gut. Dann habe ich mich um den Sockel gekümmert, der befand sich ja noch im absoluten Rohbauzustand. Da habe ich erstmal eine Schicht Modelliermasse aufgetragen und gleichzeitig schon mal etwas Erde und auch ein paar Steine eingearbeitet. Normalerweise verlasse ich mich bei meinen Szenen immer auf die natürliche Farbe des Materials, damit ich es eben nicht farblich nachbehandeln muss. Bei Wüstenszenen neige ich aber dazu, das Ganze zu lackieren. Wie auch das Modell habe ich erst den Sockel schwarz grundiert und danach mit verschiedenen Grau- und Sandtönen gesprüht mit der Airbrush und auch mit dem Pinsel einige Steine ein bisschen farblich abgesetzt. Danach kam dann mein
Erde, Wasser, Holzleim-Gemisch zum Einsatz, damit es einfach noch ein bisschen mehr Textur bekommt. Und dann habe ich das Ganze noch mit MIG-Pigmenten etwas aufgehellt, damit es dann auch farblich eben zur Verstaubung des Fahrzeugs passt. Und zum Schluss habe ich noch die Figur bemalt, die ist von Alpine, sehr schön detailliert, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Ja, ich habe dann noch recherchiert, wie diese Abzeichen aussahen von der Kolonialpolizei. Die waren mehr so dunkelblau und golden und ja, das konnte ich hier relativ leicht übertragen auf diesen Panzeroffizier. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das so 100% korrekt ist, aber es kommt dem Original, was ich so auf Fotos gesehen habe, schon relativ nahe. Also für mich ist das auf jeden Fall in Ordnung als Annäherung. Ja, und dann habe ich noch den Sockel unten schwarz lackiert und hier vorne noch das Abzeichen der Kolonialpolizei befestigt und damit war dann diese kleine Szene oder Vignette, wie man es auch immer nennen will, fertig. Und ja, wollte ich schon lange mal machen, so ein Fahrzeug darstellen. Und auch hier bin ich wieder sehr zufrieden. Klein, aber fein. Ist jetzt nichts irgendwie weltbewegendes oder actiongeladenes. Einfach ja, eine kleine Base, um dem Fahrzeug eben ein bisschen mehr Kontext zu geben. Kommen wir nun zu den Projekten, die ich gegenwärtig in Arbeit habe. Hier seht ihr mein K5E Eisenbahngeschütz von Dragon im Maßstab 1:35 und hier kann ich nach längerer Pause wieder über ein paar Fortschritte berichten. Wie ihr sehen könnt, habe ich angefangen, den Sockel zu bauen. Das habe ich ein bisschen aufgeschoben in der Vergangenheit, weil das einfach platzmäßig nicht so ganz einfach ist zum Handeln. Das ganze Ding ist auf jeden Fall schon mal länger, als meine Werkbank breit ist. Also das ist nicht ganz ohne. Aber ich habe entsprechend Stauraum dafür, dass ich das zur Seite stellen kann, wenn ich eben nicht gerade dran arbeite. Das Ganze befindet sich noch in der Anfangsphase. Da muss noch viel mehr rangeklebt werden, damit es dann auch nur ansatzweise so aussieht wie eben eine Bahnstrecke in Italien im Jahr 1944. Das Ganze ist eigentlich nur ein Brett von entsprechender Länge eben und da habe ich außen eben schon mal etwas Sperrholz hingeschraubt, damit es dann wirklich auch stabil ist. Und es wird dann später natürlich noch entsprechend in Form gesägt und dann auch noch mit Balsaholz eben verblendet. Das Sperrholz hat nur den Sinn, dass das Ganze dann auch wirklich stabil ist später, weil das Balsaholz allein ist zu weich, verzieht sich auch zu leicht, da muss ein bisschen was Stabileres dahinter sein. Ja, der Plan sieht ungefähr vor, dass hier drüben eben eine Tunnelausfahrt ist und hier dann der Bahndamm vielleicht so leicht abfallend dargestellt ist und die Schienen, entweder kommt es gerade aus dem Tunnel raus oder eben in so einer leichten Kurve. Kurve wäre realistischer, weil eben so ein Eisenbahngeschütz ja keinen Seitenrichtbereich hat. Also die standen eigentlich immer in der Kurve. Ja, aber das ist natürlich hier vom Platz ein bisschen schwierig umzusetzen. Daher muss ich mal gucken, ob ich da eine ganz sanfte Kurve irgendwie unterbringe. Ansonsten muss es eben gerade sein, dann ist es eben so. Kann ich dann auch nicht ändern. Man kommt eben bei so einem Projekt einfach an seine Grenzen irgendwo. Deswegen, ja, mal gucken, was möglich ist und was nicht möglich ist. Ich habe ja schon in der Vergangenheit zusammen mit meinem Freund aus Spanien, dem Felis Barcelonensis, regelmäßig Updates veröffentlicht über dieses Projekt. Da ging es eben vor allem eben um den Vergleich zwischen dem Trumpeter-Bausatz und dem Dragon-Bausatz. Haben wir immer parallel gebaut und verglichen, wo da die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede sind. Das ist ja sozusagen abgeschlossen, nachdem ja die beiden Geschütze schon gebaut sind. Und jetzt geht es eben weiter mit dem Sockel und da möchte ich auch euch mit Updates praktisch versorgen, wenn es dann auch was zum Zeigen gibt. Deswegen, da könnt ihr euch dann in den nächsten Wochen und auch Monaten drauf freuen. Wann immer ich da ein Update fertig habe, werde ich es dann auch veröffentlichen. Wahrscheinlich vorab schon mal für meine Unterstützer auf Patreon. Nachdem die mich finanziell unterstützen, ist es nur angebracht, dass die dann vielleicht einen Monat oder so vorher schon das Update zu sehen bekommen, so als kleines Dankeschön. Dann gibt es noch den Jagdpanzer 4 Bodybuild, den ich zusammen mit Panzermeister 36 hier auf YouTube unternehme. Ja, da
gibt es eigentlich keine Neuigkeiten zu vermelden. Ja, der Panzermeister hängt noch ein bisschen hinterher. Der muss noch die Halbkette bauen und sobald er das fertig hat, gibt es dann das nächste Update-Video dazu. Mein Update-Video ist schon fertig, ist auch schon für meine Unterstützer auf Patreon verfügbar. Ja, dauert ungefähr 12 oder 13 Minuten, wo ich wieder detailliert erkläre, worauf es eben ankommt bei diesem Modell. Ist nämlich nicht ganz einfach zu bauen. Sobald ich Zeit und Lust habe, werde ich mich auch mal um die Dioramenszene kümmern. Da kann ich ja auch schon mal ein bisschen anfangen. Mir schwebt eine urbane Szene vor, irgendwo in Polen. Da habe ich hier auch schon ein passendes Gebäude oder einen Hintergrund dafür mir zugelegt vom Plus Model. Hier so diese zerschossenen Stadthäuser. Das sollte eigentlich ganz gut passen als Hintergrund. Und dann wird es auch schon langsam an die Figuren gehen. Da werde ich mir auch wieder was Passendes zusammenstückeln, je nachdem. Und auch dazu wird es dann irgendwann ein Update geben. Dann habe ich auch noch ein neues Projekt begonnen. Und zwar hier diesen M551 Sheridan von Tamiya im Maßstab 1:35. Da ist mein Plan, hier ein Fahrzeug darzustellen des 2. Armored Cavalry Regiments, was in Deutschland stationiert war in den 70er Jahren, konkret in Bayern, in der Oberpfalz und in Oberfranken. Und ja, da hat mich immer schon dieser Master-Anstrich gereizt, also diese spezielle Tarnung. Und der Sheridan an sich ist ja auch ein sehr interessantes Fahrzeug. Und wenn das dann beides zusammenkommt, dann ja, ist es für mich interessant und wird eben dann auch gebaut als Modell. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das Ganze schon ziemlich weit fortgeschritten und ich denke auch, dass das in den nächsten Wochen auch fertig werden wird. Aber erstmal der Reihe nach, ich sage jetzt erstmal was zum Modell an sich. Der Bausatz von Tamiya ist erst vor wenigen Jahren erschienen und ist dementsprechend natürlich super detailliert und super leicht zu bauen. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe dann noch von Tamiya selber mir dieses Zurüstset geholt. Da ist ein Alurohr dabei und auch ein paar Fotoetz-Teile. Das ist vor allem wichtig für diese Gitter am Motordeck. Ja, ergänzt habe ich eigentlich nur dieses Netz am Gepäckträger, am Turm. Das ist einfach eine Mullbinde von der Bundeswehr, ist so grün gefärbt und ein bisschen ein festeres Material. Und aus Bleifolie habe ich dann noch so Streifen, nenne ich es jetzt mal, hinzugefügt. Ich habe versucht herauszufinden, wie dieses Netz eigentlich aufgebaut war und befestigt war anhand von Vorbildfotos. Bin nicht so ganz dahinter gekommen. Ich habe dann einfach mal versucht, es so ein bisschen zu imitieren. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen hinbekommen habe. Der Zusammenbau war wirklich schnell erledigt und deswegen konnte es dann auch gleich schon an die Lackierung gehen. Wenn ich mal im Schwung bin, hält mich so schnell nichts mehr auf. Ja, ich habe das Modell erstmal in einige Komponenten zerlegt, damit es ein bisschen handlicher ist. Manche Komponenten waren auch noch separat, weil da später noch Klarsichtteile eingeklebt werden sollten. Und ja, deswegen halte ich das lieber separat, als die Teile schon vorab einzukleben und dann irgendwie abzudecken. Macht ja gar keinen Sinn, wenn man das später noch befestigen kann. Ja, dann habe ich das Modell erstmal schwarz grundiert mit Revell Acrylfarben und dann ging es eben an das Tarnmuster. Das Tarnschema war ja der eigentliche Grund für dieses Projekt, das hat mich da am meisten interessiert, deswegen wollte ich das dann auch möglichst korrekt darstellen. Ich bin aber leider kein Experte auf diesem Gebiet, deswegen dachte ich mir, es ist am einfachsten, mir von AK diese Real Colors zu holen. Ich habe noch nie vorher mit diesen AK Real Colors gearbeitet und hätte mich vielleicht vorab ein bisschen besser informieren sollen, denn da gab es einige Probleme, die ich aber vornehmlich auf meine Unwissenheit zurückführen möchte. Das sind nämlich eigentlich diese Lackerfarben und die verhalten sich doch deutlich anders als die üblichen Acrylfarben, die ich sonst verwende. Ja, das Blöde war da vor allem, dass die Reinigung der Airbrush nach dem Sprühen ein bisschen aufwendig war. Man muss die Airbrush komplett zerlegen und wirklich jede Farbe da rauskratzen. Die lässt sich da auch schlecht rauswaschen.
Man muss alles in Spiritus einlegen und auch mit dem Verdünner von AK kann man da durchspülen. Aber boah, das ist ja mega aufwendig. Das ist ja fast wie wenn man diese alten Enamel-Farben da verwendet. Also bin ich echt nicht begeistert davon. So vom Sprühen her sind die super, fehlt sich gar nichts. Auch, ich sage mal, die Farbe an sich ist sehr vorbildgetreu, also das ist wirklich gut, aber ja, die Airbrush putzen, das ist echt ein Act und ja, kann ich nicht brauchen, das passt überhaupt nicht in meinen Arbeitsfluss. Es sei wie es sei, ich habe dann eben weitergearbeitet, habe dann dieses scharfkantige Tarnmuster auch wieder mit diesem Panzerputty-Zeug eben entsprechend maskiert, drüber lackiert. Das sind insgesamt 4 Tarnfarben, das ist schon relativ viel. Und ja, am Ende habe ich dann das Zeug wieder abgezogen. Tarnung sah ziemlich gut aus, aber wie es immer ist, lässt sich einfach nicht vermeiden. An einigen Stellen war es halt ein bisschen unsauber und ja, normalerweise gehe ich da einfach her, nehme einen Pinsel und die Farbe und bessere das einfach ein bisschen aus von Hand. Das Blöde ist aber bei diesen Lackerfarben, dass die wirklich super, super aggressiv sind. Also in dem Moment, wo du mit dem Pinsel die Oberfläche berührst, schmilzt praktisch auch schon die eigentliche Farbschicht, die schon auf dem Modell drauf ist, und dann vermischt sich das alles und wird total matschig, pumpig und einfach nicht glatt. Sieht richtig, richtig scheiße aus. Also das ist überhaupt nicht mein Fall. Also eine Farbe, wo ich nicht nochmal drüber lackieren kann mit dem Pinsel, ohne dass alles beim Teufel ist, das ist einfach leider für mich nutzlos. Deswegen werde ich diese Farben in Zukunft, glaube ich, nicht mehr verwenden, außer für ganz spezifische Dinge vielleicht. Oder wenn es ein einfarbiges Fahrzeug ist. Da mag das ganz gut sein, aber jetzt hier für so ein Tarnschema, für so ein scharfkantiges, absolut unnütz für meine Arbeitsweise. Ja, was tun? Ich habe dann erst überlegt, das Modell wieder komplett zu entlacken, was schade gewesen wäre. Ich habe mich dann dazu entschieden, einfach die Revell-Farben hervorzuholen und diese grünen, braunen und schwarzen Tarnflecken einfach nochmal mit den Revell-Acrylfarben von Hand mit dem Pinsel nachzumalen, damit es dann einheitlich aussieht. Und das hat super funktioniert. Also hätte ich vielleicht von Anfang an so machen sollen, aber ich wollte mal was Neues ausprobieren und wie es manchmal ist, wenn man was Neues ausprobiert, klappt nicht auf Anhieb oder man stellt einfach fest, dass es für einen selber einfach nicht funktionieren wird. Trotz dieser Rückschläge bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Man hätte es einfacher haben können, aber auch die Revell-Farben sind ziemlich vorbildgerecht, da musste ich nichts anmischen. Also eigentlich hätte ich mir diese AK-Farben komplett sparen können, aber hinterher ist man immer schlauer. Im Anschluss habe ich dann noch die Details bemalt, die letzten Komponenten montiert, vor allem eben diese Glassichtteile, und dann auch die Abziehbilder von Echelon aufgetragen. Ließen sich gut verarbeiten, sind aber vom Finish her leider sehr, sehr glänzend. Deswegen musste ich da nochmal ein bisschen mit Klarlack drüber. Aber das ist okay, damit kann ich leben. Und dann ging es auch schon an die Alterung. Da habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, weil, ich sag mal, moderne Fahrzeuge, die nicht in einem Kriegsgebiet eingesetzt sind, sind normalerweise schon sehr gut im Schuss. Ich habe dann nur an den Luken und an einigen anderen exponierten Stellen ein paar Lackschäden aufgetupft. Einfach dunkle Metallfarbe mit einem Schwamm, einfach vorsichtig draufgetupft. Ja, ganz minimal. Und dann kam ein Ölfarbenwash drüber, um die Details zu betonen. Für die Verschmutzung habe ich wieder meine Erdpaste verwendet, stark verdünnt, einfach das ganze Modell mit eingesaut, den überschüssigen Dreck mit einem befeuchteten Pinsel wieder entfernt. Ja, dann sah das ziemlich staubig aus. Mir schwebt aber eine Szene im Herbst vor, deswegen habe ich das noch ein bisschen getönt mit Industrial Earth Ölfarbe von der 502. Abteilung, stark verdünnt. Ja, dann wird dieser Staubeffekt eher zu so einem Schmutzschlieren-Effekt, sage ich mal, ein bisschen dunkler, was dann sehr gut eben zu einer herbstlichen Szenerie passt. Ja, und damit wäre der Sheridan eigentlich schon fertig, was die Bemalung und Alterung betrifft. Und wir können noch ein bisschen über den Sockel reden. Ja, wie ihr sehen könnt,
das ist hier so eine Landstraße in der Oberpfalz. Waldiges Gebiet, dünn besiedelt und auch ein bisschen hügelig. Deswegen habe ich hier versucht, es so ein bisschen, ja, so eine entsprechende Geländekontur eben herauszuarbeiten. Was auch auffallen wird, ist, dass der Sockel relativ groß ist für das Fahrzeug. Da soll auch sonst nichts weiter drauf, außer die beiden Figuren. Die sind von Valkyrie im Übrigen. Die kommen einfach nur ins Fahrzeug rein. Der Grund ist der, ich möchte dem Fahrzeug ein bisschen mehr Raum geben. Das habe ich auch gesehen bei meinen beiden Römern. Das ist gar nicht schlecht, wenn da ein bisschen mehr Platz außenrum ist. Das sieht irgendwie auch ganz interessant aus. So, zum Sockel an sich. Den habe ich so gebaut wie immer. Ist eine Holzplatte, außen mit Balsaholz vertäfelt, innen drin Styropor. Das Ganze dann eben entsprechend zurechtgeschnitten. Dann kam etwas Mörtel drauf. Hier für die Straße habe ich den Mörtel dann auch praktisch unbehandelt gelassen. Hier neben der Straße ist noch so ein Bereich mit Kopfsteinpflaster. Das ist halt einfach die Straßenbefestigung. Straßenschild kommt von Mini-Art und die Leitpfosten sind aus Resin. Ich weiß aber nicht von welchem Hersteller, aber das sind eben diese typisch deutschen Leitpfosten. Da mir der Waldboden bei der Vignette mit den Römern so gut gefallen hat, möchte ich das hier nochmal anwenden und noch ein bisschen ausbauen. Da habe ich mir hier schon mal ein paar Blätter ausgestanzt mit diesen Stanzwerkzeugen von AK. Das wird dann hier auf den Boden kommen. Und die Bäume, weil es eben eine Herbstszene sein soll, brauche ich da kein Laub. Das ist ganz praktisch. Die habe ich mir selber hergestellt aus einigen Stöckchen und Ästchen, die ich eben so im Garten gefunden habe. Ist hauptsächlich von einem toten Buchsbaumstrauch. Und da habe ich eben die Ästchen wieder entsprechend mit Sekundenkleber eben so zusammengeklebt, dass da eben sowas Ähnliches wie ein Baum rauskommt am Ende. Ja, ich denke, dass ich da in nächster Zeit noch ganz gut vorankommen werde. Ich werde dann vor allem hier mich auf den Sockel konzentrieren und eben den Waldboden hier mit dem Laub noch entsprechend ja, das alles gestalten. Es wird auch viel Laub auf die Straße kommen. Ja, und dann sollte das passen. Dann noch die Figuren bemalen. Die sind hier nur montiert momentan. Da ist noch nicht viel passiert. Und dann ist das eigentlich schon fertig. Hier vorne als Verzierung habe ich dann hier noch einen amerikanischen Half-Dollar aus dem Jahr 1974. Da ist der Kennedy drauf. Werde ich daran befestigen, weil eben ja das im Jahr 1974 spielen soll. Ja. Interessantes Projekt, eine schöne Abwechslung. Wollte ich auch schon längst mal anfangen, aber hat halt nicht so reingepasst in letzter Zeit, aber jetzt war es eben soweit und ich muss sagen, hat sich gelohnt, ist wirklich sehr interessant, sehr spaßig und eine tolle Abwechslung. Und dann habe ich noch ein zweites neues Projekt begonnen, und zwar hier im Maßstab 75 mm einen bayerischen Infanteristen aus der Zeit des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71 von Semper Fidelis. Ja, ist eine schöne Resinfigur, die ich mir unlängst mal zugelegt habe. Ja, die Epoche interessiert mich sehr. Ich habe ja letztes Jahr schon einen preußischen Infanteristen gebaut und bemalt und da muss natürlich dann auch ein Bayer dazu. Wie ja schon auch einige Zuschauer ja, mahnend angemerkt hatten. Ja, das Ganze befindet sich noch komplett im Rohbau, wie ihr sehen könnt. Die Figur ist montiert und auch schon grundiert. Es könnte jetzt eigentlich mit der Bemalung losgehen. Interessant ist die Verpackung gewesen. Hier in so einer Metalldose. Eigentlich ganz cool. Warum nicht? Die Teile, schön detailliert, waren auch schnell versäubert. Ich habe dann nur beim Kopf noch ja, einen Bart hinzugefügt. Bartloser Bayer aus der Zeit. Beinahe nicht denkbar. Da habe ich dann mit Green Stuff eben so einen Oberlippenbart noch hinzugefügt. Weiterhin habe ich dann noch einen Tragegurt für die Trinkflasche ergänzt. Lag nicht bei. Sieht man aber auf vielen Abbildungen aus der Zeit, dass dieser Gurt eben doch ziemlich groß und breit war. Und den habe ich einfach aus Tamiya-Tape hergestellt. Eine Figur braucht natürlich dann auch einen kleinen Sockel.
Den habe ich auch schon hergerichtet. Das ist einfach hier ein Stück von der Dachlatte, außen mit Balsaholz vertäfelt, und das Pflaster ist von Gero Design. Habe ich einfach aufgeklebt und dann eben bündig geschliffen mit den Kanten eben. Als Verzierung wird dann hier dieses Messingabzeichen dienen. Das ist einfach das Wappen von Bayern oder von dem Königreich Bayern aus der Zeit. Sieht, glaube ich, ganz schick aus. Ja, das ist jetzt so ein Thema. Mal gucken, wann es mich packt, wann ich richtig Bock habe auf Figurenbemalung. Dann ist hier schon alles bereit sozusagen und ich kann sofort loslegen. Weiß nicht genau, wann das passieren wird. Ich denke mal, in den nächsten Wochen werde ich mich da mal ransetzen. Gut, dann schauen wir uns jetzt an, welche Bausätze ich mir seit dem letzten Update so zugelegt habe. Ja, wie ihr sehen konntet, habe ich es wieder ganz ordentlich krachen lassen. Vor allem, wenn es um Figuren und Panzermodelle geht. Ja, diese Alpine-Figuren, alles Amerikaner, die habe ich mir zugelegt, weil ich habe ja auch von Dragon eine Priest-Panzerhaubitze und die will ja irgendwie auch mal, sag ich mal, bevölkert werden. Und nachdem ich jetzt eher selten amerikanische Themen baue, habe ich da auch nicht so viele Figuren im Lager und da macht es dann Sinn, einfach mal sich ein paar Alpine-Figuren zu holen. Da macht man, glaube ich, nichts verkehrt. Ja, dann ist auch endlich von IBG Models der Panzer II bei mir eingetroffen. Der hing ja so ein bisschen fest. Der hätte eigentlich schon längst da sein sollen vor Weihnachten. Aber wie es manchmal ist, gibt es halt kleinere Probleme. Aber jetzt ist er endlich da und das Ding schaut eigentlich auch ganz manierlich aus. Zu dem Jagdpanther von Trumpeter im Maßstab 1:16 habe ich ja auf meinem Community Hub auch einen Post gemacht. Da sind ein paar meiner Zuschauer und Fans doch ein bisschen durchgedreht. Ja, da gab es auch Anfragen, ob ich den Bausatz vielleicht mal auspacken könnte in einem Video. Das möchte ich aus mehreren Gründen nicht machen, das kann ich euch versprechen. Zum einen war der Bausatz ja um mehr als die Hälfte reduziert, also statt 270 € 130 €. Den nehme ich einfach mit, ist doch klar, weil den kann man jederzeit weiterverkaufen. Und wenn ich den irgendwann mal weiterverkaufen wollte, dann wäre es ja blöd, wenn er schon ausgepackt wäre. Also allein deswegen möchte ich den eigentlich nicht auspacken. Und zum anderen, der Bausatz ist so groß und massiv, das wäre wirklich ein langes und anstrengendes Video für alle Beteiligten. Also nee, das ist nicht interessant, glaube ich, den auszupacken. Deswegen hoffe ich, dass ihr da Verständnis dafür habt, dass ich den, so wie er ist, mal in mein Lager stelle und entweder baue ich den eines Tages oder der wird eben weiterverkauft. Mit ein bisschen Profit dabei. Ich denke, das ist nur fair. Ja, worauf könnt ihr euch so freuen in den nächsten Wochen? Ich habe tatsächlich nicht so viel in der Rückhand, was Videos und Beiträge angeht. Ich habe 2 Buchbesprechungen für euch. Eins über die deutschen S-Boote im Zweiten Weltkrieg und ein anderes ist ein Bildband über die Operation Barbarossa. Kann man sich auf jeden Fall durchlesen auf meinem Community Hub. Ja, dann ist der Sheridan schon einigermaßen auf der Zielgeraden. Da fehlt jetzt nicht mehr so viel, also ich denke, da könnt ihr in den nächsten Wochen auch mit einem Präsentationsvideo rechnen, wo ihr dann das fertige Teil sehen könnt. Da habe ich auch schon eine ganz fetzige Idee für das Video
Aber lasst euch mal da überraschen, was das werden wird. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich nur das Video zu dem Sonderkraftfahrzeug 250 neu in der Rückhand. Aber das kann ich natürlich erst posten, wenn mein Freund, der Panzermeister 36, da sein Video auch fertig hat. Das kann noch dauern oder sehr schnell gehen. Deswegen, da würde ich jetzt mal keine Vorhersagen treffen wollen. Ja, und ansonsten, keine Ahnung, also ich werde einfach das eine oder andere für euch filmen. Ich weiß selber noch nicht genau, was das sein wird. Also ich denke, es wird auf jeden Fall was sein, was man anschauen kann und was vielleicht sogar einigermaßen interessant ist. Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Alles klar, das wäre es jetzt auch wieder für dieses Kanalupdate. Damit seid ihr wieder auf dem aktuellen Stand, wisst Bescheid, was hier so los ist und was euch erwartet. Und ja, dann verabschiede ich mich und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.